Hallo und willkommen zu einem neuen Stefan Drives Video. Ihr habt es schon gesehen, heute wird ein richtig guter Tag. Denn ich fahre in die Alpen mit dem neuen BMW M5. Aber nicht nur das. Ich nehme euch mit auf die Reise, denn ich habe das Auto jetzt für eine Woche zum Testen und werde euch hoffentlich berichten können, wie gut das Auto wirklich ist oder ob die Kritik, gerade in Bezug auf das Gewicht, berechtigt ist. Also, wir haben einige Kilometer vor uns. Ich würde sagen, wir lassen den V8 mal laufen und wir hören uns. Nach einigen 100 Kilometern auf der österreichischen Autobahn melde ich mich zurück und ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass mich dieser BMW M5 auf ganzer Länge beeindruckt. Jeremy Clarkson hat vor einigen Jahren über den BMW M6 Folgendes gesagt: "This is the ultimate monocomunic mile muncher." Und ich finde, genau dieses Zitat passt für den neuen BMW M5 einfach perfekt. Es ist immer noch schwer in Worte zu fassen, wie dieses Hybridsystem, bestehend aus 4,4 Liter V8 und Elektromotoren, das zusammen 727 PS leistet, beschleunigt. Ja, das Auto ist schwer, wir wissen es alle, aber die Performance ist wirklich richtig beeindruckend. Das Auto schüttelt alles so mühelos aus dem Ärmel. Du willst beschleunigen? Ja, easy. Du willst über Landstraßen heizen? Kein Problem. Jetzt bin ich hier angekommen in der Flachau in Salzburg und jetzt können wir einen Blick auf den M5 werfen. Und gleich vorab, wie der M5 präsentiert worden ist, hat er mir nicht sonderlich gut gefallen und der normale 5er gefällt mir immer noch nicht gut. Aber so, wie der neue M5 hier steht, hat er mich ehrlich gesagt auch optisch überzeugt. Für mich das Paradestück am neuen 5er, das Heck, unglaublich breit, ehrliche 4 Einrohre und die Heckleuchten, die Konturen des Autos eigentlich noch weiter unterstreichen. Und der vielleicht umstrittenste Part beim 5er, die Front. Wie gesagt, ich bin immer noch kein Riesenfan davon, aber wenn sie irgendwo gut aussieht, diese Front, dann in diesem M5 in Isle of Man grün. Ein sehr wichtiges Key-Element, finde ich, ist die beleuchtete Niere. Man denkt sich, ziemlich doof, mag auch sein, aber diese Konturleuchten rund um die Niere verpassen dem M5 noch einen weiteren Hauch Brutalität. Und wenn wir nochmal in Detail draufschauen, mit den Lufteinlässen unter den Nieren und seitlich die Leuchten, es ist einfach ein unglaubliches Schiff. So, ich fahre jetzt zurück ins Tal und ab auf die Ski. Jetzt geht's für den M5 nach Hause, denn wir fahren nach München und das bedeutet deutsche Autobahn. Zwar haben wir immer noch Winterreifen drauf und somit ein leider Gottes Speedlimit von 240 km/h, aber dennoch kann der BMW M5 jetzt mal zeigen, was er am besten kann. Und das ist lange Strecken unglaublich schnell bewältigen. Was mir die letzten Tage beim Fahren im M5 aufgefallen ist die unglaubliche Anzahl an Einstellungsparametern. Ich kann hier zuerst den M-Mode wählen. M-Mode Road, M-Mode Sport, M-Mode Track. Da geht es in erster Linie um Assistenzsysteme und andere Sachen rund um das Fahren. Dann kann ich auf M-Hybrid drücken und dort meinen Hybrid-Fahrmodus wählen. Das heißt, ich kann entweder Electric Only fahren, im Hybrid-Modus fahren, im Dynamic-Modus fahren oder Dynamic Plus auswählen. Dynamic Plus ist dann wirklich die Speerspitze. Dort ruft der BMW M5 alle seine 727 PS ab und leert quasi den Akku relativ kurz, da er wirklich jetzt nur boostet und einfach die maximale Leistung rauskitzeln will. Dynamik hingegen ist die sportliche Abstimmung des Hybridsystems für längere Strecken. So zumindest die Erklärung am Display. Und dann geht's weiter, kann ich auf Setup drücken und dort nochmal jeden einzelnen Parameter von Antrieb über Rekuperation, über Getriebeschnelligkeit, Fahrwerk, Lenkung, Bremse und Allradsystem MX Drive einstellen. BMW MX Drive kennen wir schon aus dem Vorgänger M5 und da gibt es quasi die Möglichkeit, den Allrad zu variieren. Das heißt, ich kann im Standardmodus mit 4WD fahren, das heißt typische BMW Allradverteilung, ich glaube ca. 60% Hinterachse, 40% Vorderachse. Dann im 4WD Sportmodus gibt es natürlich einen hecklastigeren Allradantrieb und dann kann ich für die ganz Verrückten
nur im 2WD-Modus fahren. Das heißt Heckantrieb only, da wird der M5 zum Gummiverbrenner, das kann ich euch sagen. Aber wir bleiben jetzt mal im 4WD-Modus und schauen, dass wir schnell nach München kommen. Und wenn ich hier so fahre und über die ganzen Einstellungen schimpfe, fällt vor allem eins positiv auf und das sind die BMW M-Tasten am Lenkrad. Denn hier kann ich meine Sachen einstellen, wie ich sie will, einmal abspeichern und dann sind sie immer mit einem Knopfdruck abrufbar. Ich fahre auf langen Strecken gerne im Hybrid-Modus, ganz entspannt, ganz leise, ganz ruhig und auch sparsam mit unter 10 Litern auf 100 Kilometern. Aber wenn ich mal Gas geben will, und das kann der M5 schon ziemlich gut, ein Lenkrad-Drück auf M2 hier in dem Fall und alles ist auf Sport Plus oder Dynamic Plus. Also das ist wirklich unglaublich unkompliziert und damit ein guter Kompromiss. Im Moment ist der Verkehr ziemlich dicht, aber das kommt mir eigentlich gelegen, denn so spare ich Benzin und ich habe seit einigen Tagen sogar einen Durchschnittsverbrauch von 9,7 Litern auf 100 Kilometern und das in einem 727 PS M5, ein genialer Wert. Aber, nun kommt das große Aber, diesen niedrigen Verbrauch, der wird auch benötigt, denn der Tankinhalt von nur 60 Litern in einem M5 ist einfach zu wenig, meiner Meinung nach. Denn obwohl ich vor ein paar Kilometern tanken war, habe ich nur eine Reichweite, angezeigte Reichweite von 400 Kilometern. Und ja, das ist einfach zu wenig. Ich finde die beleuchtete Plastikleiste hier mit verwirrenden Klimaeinstellungen oder Gebläseeinstellungen ehrlich gesagt etwas unnötig. Ja, es sieht ganz schön aus, aber dennoch ein bisschen billig, wie ich finde, weil es halt Plastik ist und kein Glas. Ich denke, das hätte man einfach auch schlichter oder sportlicher lösen können. Und jetzt fragt ihr euch bestimmt, aber das Gewicht muss doch ein riesen Kritikpunkt sein am Auto. Denn zumindest habe ich schon einige Instagram-Nachrichten bekommen mit genau diesem Inhalt. Und ich muss ehrlich sagen, mir ist das Gewicht von über 2,5 Tonnen nicht ein einziges Mal in keiner einzigen Sekunde aufgefallen. Egal ob in der Stadt, in Serpentinen, auf Landstraßen, auf der Autobahn, das Auto fährt sich unheimlich agil. Und sogar im Vergleich zum RS6 Performance, den ich letztes Jahr länger gefahren bin, muss ich sagen, das Auto ist trotz des Mehrgewichts deutlich agiler. Die Beschleunigung ist unbeschreiblich und auch das Handling so satt, stabil und berechenbar. Also ja, das Auto ist schwer, aber ganz ehrlich, who cares? Das Auto performt so, wie es einem M5 muss. Um mein Gerede jetzt auch belegen zu können, machen wir jetzt bei Gelegenheit einen 100-200 Sprint auf der Autobahn und dann wisst ihr, von was ich rede. Dynamic Plus Modus in den 3. Gang, 90 km/h und los geht's. Ist unglaublich. Wie dieser Elektro-Boost reinkickt. Wow, wow, wow. Die Synergie aus V8-Motor und Elektro-Power ist sowas von gut gelungen. Holy shit. Gibt es keinen Raum für Kritik. Samstagmorgen, die Sonne scheint und wir fahren ein letztes Mal durch Wien im neuen BMW M5, den ich über die letzte Woche ziemlich lieb gewonnen habe. Wer hätte das gedacht? Wir fahren lautlos und elektrisch in einem M5 durch eine Großstadt und ich muss sagen, in der Stadt ist das genau richtig. Es fährt sich wunderbar bequem, hat genug Leistung und ich weiß, einmal beim Pedal ziehen und der V8 springt an. Und bevor ich das Auto gleich zurückgeben muss, machen wir noch einen richtig schönen Saturday Morning Coffee Run zum Wiener Kahlenberg. Also, los geht's. Keine M5 hat bis jetzt eine so große Kritik einstecken müssen wie diese hier, der aktuelle M5 Hybrid. Doch ich lege mich fest, der M5 begeistert Generationen seit Generationen und das stimmte im ersten M5 und stimmt auch in diesem. Das Auto ist, wie ich finde und schon mehrmals gesagt habe, ein absolutes Meisterwerk der Technik, gerade in Anbetracht der immer strenger werdenden Regulierungen. Ja, ich habe auch die Drag Races gesehen, wo der alte M5 Competition schneller war als der jetzige M5, aber genau da liegt der Fehler.
Nicht vergessen, wir fahren hier die Basisversion, wenn man so will, des neuen M5. Das heißt, ich bin mir sicher, da kommt schon ganz bald ein Competition und vielleicht auch ein M5 CS-Modell auf uns zu. Und es würde mich nicht wundern, wenn wir da schon über Leistungsdaten in der Region der 1000 PS sprechen und dann ist die Diskussion über Performance endgültig vorbei. Ihr seht es vermutlich am wackelnden Kamerabild, wir sind bald am Kahlenberg, holen uns kurz einen Kaffee und runden dann den wunderbaren Testbericht meiner Reise im M5 ab. So, Flat White ist abgeholt und jetzt wird es Zeit für ein abschließendes Fazit. Mein Fazit zum neuen M5 ist eigentlich ziemlich eindeutig. Ich habe es vorher gesagt, ein M5 begeistert Generationen seit Generationen und ich finde, das passt nach wie vor bestens. Ja, das Auto polarisiert, aber das passt zu BMW in den letzten Jahren und für das Jahr 2025 ist das Auto schon ziemlich verrückt. Ich bin gespannt, was kommt und kann es kaum erwarten, für euch weitere Videos zu produzieren. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Heute mal ein etwas amateurhaftes Video über die letzten Tage, aber ich glaube, es war ein guter Einblick über meine Reisen, meine Strecken, meine Abenteuer im BMW M5. Ich fahre jetzt runter in die Stadt und gebe den M5 zurück, aber wir sehen uns schon ganz bald wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis bald.